Ja, hallo, ich bin wieder da. Ich nenne dieses Video meine Predigt Nummer 2. Und ich muss dazu sagen, dass dieses, was ich sage, das ist immer sehr spontan. Ich habe kein Konzept. Ich überlege nicht vorher, was ich sage. Und ich habe auch keine Niederschrift, die ich ablese. Ich habe mir eben eine Diskussion angeschaut und angehört zu dem Thema Christsein, Glaube oder Atheist sein. Das Für und Wider, eine sehr schöne, unkomplizierte Diskussion, in der trat irgendwann aus dem Publikum die Frage auf nach der Gerechtigkeit. Was ist denn Gerechtigkeit? Was bedeutet für Sie denn Gerechtigkeit? Und zwar gerichtet an diejenigen auf der Bühne, die die Diskussion bestreiten. Und darauf habe ich, der ich ja eigentlich nicht angesprochen bin, sondern Gast bin und Zuhörer bin, geantwortet. Und zwar in diesem Sinne: Es gibt ja in der Bergpredigt, die ich auch in meiner ersten Predigt nenne, als interessanten Stoff, über den man nachdenken kann. Es gibt also in dieser Bergpredigt unter anderem den Vers: Selig sind die, die nach Gerechtigkeit dürsten und hungern, denn sie werden gesättigt werden. Was sagt es einem jetzt erst einmal? Erst einmal holt einen dieser eine Gedanke ein bisschen aus dem Alltag raus, denn plötzlich stellt sich da die Frage: Kann ich nach Gerechtigkeit, nach einer geistigen Größe, es ist ja keine Materie, kann ich danach dürsten oder hungern? Gibt es etwas anderes als Pommes mit Ketchup oder vom McDonald's einen Döner, der mich sättigt? Gibt es tatsächlich etwas, was nicht Materie ist und was nicht durch meinen Magen geht, was mich satt macht? Fragezeichen. Das heißt ja, da ist etwas in mir, das hat nichts mit meinen Eingeweiden zu tun, nicht mit meinem Magen, nicht mit meinem Darm, nicht mit meinem Körper, aber es ist da und es treibt mich voran. Es macht mich durstig. Wenn ich all das Elend in der Welt sehe und all die Lüge, Verlogenheit, die einem jeden Tag aufs Neue wieder entgegenspringt, fühle ich, dass ich ein anderes Bedürfnis habe, denn ich möchte gerne die Wahrheit haben. Die Wahrheit ist das Licht und die Wahrheit ist die Hoffnung und die Wahrheit ist auch Gerechtigkeit. Wahrheit und Gerechtigkeit gehören zusammen. Denn die Unwahrheit, also die Lüge oder das Unterschlagen, das Verheimlichen von Wahrheit, kann niemals gerecht sein. Deshalb ist es so, dass wenn man Gerechtigkeit will, man offen sein muss für die Wahrheit, so entsetzlich sie vielleicht sein mag, aber wenn es die Wahrheit ist, bedeutet sie auch, es ist gerecht, dass diese Wahrheit
ans Licht kommt. Sozusagen, sie wird nicht mehr verheimlicht. Und es ist schön, wenn wir als Menschen, die wir aus Körper bestehen, aus Fleisch und Knochen und die wir uns jeden Tag mehrmals etwas zum Essen herrichten, um es auch zu verspeisen, um satt zu werden, dass es trotzdem noch dieses andere gibt, das Unerklärliche, das Geistige, was an unsere Seele angeheftet ist oder dort andockt oder verbunden ist mit unserer Seele und es ist in uns. Man fragt sich, wieso möchte ich wissen, was die Wahrheit ist? Oder wieso interessiert mich Wahrheit eigentlich? Und dann muss man auch zu dem Punkt kommen, dass man selber die Wahrheit sagt, sich selbst ins Licht bringt. Ich sage die Wahrheit über mich selbst. Und das wiederum ist so etwas wie Offenbarung. Ich offenbare mich. Ich offenbare das, was ich eigentlich im Dunkeln halten will in mir. Ich möchte es niemandem sagen. Ich möchte nicht, dass es jemand weiß, weil ich nicht irgendwie verspottet werden möchte oder bestraft werden möchte. Über diesen Schatten muss man hinausspringen und oftmals in seinem Leben den Mut haben und sich selber sagen, ich offenbare das jetzt. Ich habe dieses oder jenes gedacht oder getan, was vielleicht eigentlich so im allgemeinen Konsens nicht so okay ist, aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich irgendwie auch ein Schlingel bin, sozusagen. Ich bin nicht heilig und mache alles richtig oder so, sondern in mir ist auch dieses andere, das mich lockt und zieht und das mich verführen will. Das ist auch da präsent in meinem Leben. Und manchmal kann ich nicht widerstehen, dann übertrete ich eine Schwelle. Ich für meine Person kann sagen, je älter ich geworden bin, desto mehr gehe ich in dieses Licht und zu der Wahrheit, desto mehr Mut habe ich, die Wahrheit zu sagen, auch wenn ich mir selber sozusagen damit eine Klatsche gebe, weil ich das offenbare. Aber so ist es nun mal. Und es ist mir inzwischen eine Freude, das zu tun. Es ist mir auch eine Freude, Schwächen zuzugeben. Es ist mir eine Freude, ich muss nicht mehr da oben stehen und sagen, ich mache alles richtig. Ich habe sozusagen einen Heiligenschein, der mich umgibt und der mir vorausgeht und der mir folgt, sondern ich bin an einem Punkt angelangt, wo ich sage, hier und jetzt, so wie ich bin ich Mensch. Ein fehlbarer Mensch, ein unvollkommener Mensch mit einer bestimmten Seele, die ist übermenschlich, die ist mir aber jetzt in diesen menschlichen Körper hineingegeben. Ich lebe also als Mensch mit meiner Seele, die aber weitreichender ist, die auch dieses Leben und diese Welt überschreitet, aber jetzt bin ich Gast in dieser Welt. So sehe ich das. Und wenn man Gerechtigkeit will, führt kein Weg daran vorbei, dass man den Weg der Wahrheit geht. Und das ist auch das, was Jesus sagt von sich selbst, dass er der Weg ist und die Wahrheit. Und es ist schön, sich mit diesem Thema Jesus Christus zu beschäftigen. Und es ist auch schön, was ich in meiner Predigt Nummer 1 sage, was ich mal empfehle, die Bergpredigt. Darin enthalten sind die Seligpreisungen.
Und man kann feststellen, also ein einzelner Vers, ich habe jetzt diesen genommen, der die Wahrheit betrifft. Selig sind die, die nach Wahrheit dürstet und hungert, denn sie werden gesättigt werden. Das ist ja nur ein einziger Satz. Darüber kann man aber sein Leben lang nachdenken und es auch als Leitlinie nehmen. Und es beinhaltet auch sozusagen ein Versprechen, man wird satt werden, gesättigt werden. Dieses Hungern danach und Dürsten danach wird eines Tages irgendwann aufhören. Dann hat man nicht mehr das Gefühl, man muss das suchen, sondern man hat es gefunden und auch mit in erster Linie dadurch, dass man selbst die Wahrheit über sich selbst offenbart. Nicht mehr den Lügen folgen, nicht mehr den Verführungen folgen, nicht mehr ein Scheinleben führen, nicht ein Leben führen, das anderen gefällt, weil man selber gefallen will, sondern zu sich selbst stehen, zu seiner Seele, zu seinem Glauben, zu seiner Überzeugung und das durchziehen. Und das ist nicht immer angenehm. Das bedeutet eben auch oft, dass man auf irgendeine Art und Weise leiden muss. Aber es ist der Weg in das Licht. Und das heißt der Weg in die Wahrheit. Und das heißt auch der Weg zu Gott. Und dieser Weg zu Gott ist immer da. Das heißt, so groß der Irrweg auch sein mag, den wir beschreiten, es gibt immer die Möglichkeit zur Umkehr, zur Erkenntnis. Es kann mir klar werden, das war völlig verkehrt oder völlig übel, was ich da gemacht habe. Völlig übel. Ich wünschte, ich hätte es nicht getan, ich würde es gerne zurücknehmen, aber ich kann es ja nicht zurücknehmen, nicht nachträglich ändern. Ich habe es getan, so und so gehandelt, aber ich kann dieses erkennen, dass es nicht okay war, dass es der falsche Weg ist und ich kann umkehren auf dem Weg der Wahrheit in das Licht hinein, zu Gott. Und raus aus diesem öden Dasein, aus dieser öden Existenz, die einen Tag für Tag aufs Neue betäubt und oftmals auch verblöden lässt für den Moment. So viel Lüge, so viel Täuschung, so viel Oberflächlichkeit, so viel Banalität, gemessen an dem Reichtum des Geistes, an diesem riesigen, unendlichen Meer Geist, Spirit. Ja. Und das ist schön, diesen Weg zu beschreiten, für jeden einfach. Geh einfach den Weg der Wahrheit, beginn bei dir selbst und sage zum Beispiel einfach so, wenn du spazieren gehst oder in den Raum gehst oder Fahrrad fährst oder auch wenn du Auto fährst, gib mal irgendetwas preis aus deiner Kindheit. Zum Beispiel, wann hast du das erste Mal geklaut? Was hast du geklaut? Hast du überhaupt geklaut? Oder verheimlichst du, dass du geklaut hast? Wann weißt du, hast du gelogen? Wann hast du jemanden übelst belogen, wo du merkst, das war eigentlich nicht okay? Ich habe jemanden betrogen. Eigentlich war es nicht okay. Ich kann aber nicht jetzt sagen, ich wische das alles weg, es ist alles wieder gut, sondern ich habe das so in mir. Ich denke nicht drüber nach, weil ich keinen Bock drauf habe, mich mit so schwierigen Themen zu beschäftigen, sondern es ist da in mir versteckt und ich tue so, als hätte ich nie etwas Böses getan. Und bei sich selbst zu beginnen heißt, habe den Mut, öffne dich und sende es in den Raum.
Sage es einfach laut in den Raum, quasi so, als würdest du ein Gespräch mit Gott führen von du zu du. Du nimmst Gott als Freund. So. Und dann sage deinem Freund die Wahrheit. Und behalte diesen Gedanken in deinem Geist, dass immer, wenn du zu deinem Freund sprichst, dich bemühst, die Wahrheit zu sagen. Dass das Bemühen da ist bei dir. Vielleicht gelingt es nicht immer 100%, aber wenn das Bemühen da ist, findet es auch Anerkennung, denn es ist auch etwas wie das Dürsten und Hungern nach Wahrheit. Ja, und das möchte ich sagen zu dem Thema Gerechtigkeit. Ich könnte jetzt noch stundenlang oder tagelang sprechen, aber jetzt soll es genug sein und das berührt mich selber im Moment sehr tief. Und weil auch mein Leben eine lange Reise beinhaltet. Und ich gehöre zu denen, die daran glauben, dass es vorher schon ein Leben gab und dass es hiernach auch ein Leben gibt. Und ich glaube an die Unsterblichkeit. Und ich glaube auch an Wiedergeburt. Und ich glaube an all das, könnte ich fast sagen, was viele für blöd halten oder für Schwachsinn halten. Und das wiederum bringt mich nahe zu Jesus, der auch den Mut hatte, seine Gedanken zu äußern und in die Welt zu entsenden und dazu zu stehen, egal wie die Menschheit darauf reagiert. Und der auch nicht davor zurückgeschreckt ist, dass er dafür leiden muss, dass er diese Gedanken hat oder diese Gedanken äußert. Und er ist auch nicht davor zurückgeschreckt, dieses größte Leid der Kreuzigung zu erleben. Er hat nicht seinen Glauben, seine Gedanken verraten, was heute ja nur sehr, 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 sehr selten geschieht in der Welt der Menschen. Dass jemand so sehr zu seiner eigenen Wahrheit steht und zu seinem Glauben, dass er auch bereit ist, Schmerzen in Kauf zu nehmen. Die meisten wollen ja gerne Anerkennung und Lobpreis und gute Belohnung, zigtausend oder Millionen verdienen und ernten und wollen angesehen sein von allen, wo der Nachbar den Hut zieht und sozusagen sagt, ich falle gleich auf die Knie, wenn ich dich betrachte. Das wollen ja viele, sozusagen im Großen und Ganzen. Aber zu sagen, ich muss durch Dreck und Staub gehen, um meinen Weg zu gehen, und ich muss manchmal vielleicht auch auf Knien rutschen, weil das zu meinem Weg gehört, und ich muss manchmal diese schmale Tür gehen, dieses dreckige Türchen, wo ich gar nicht weiß, ob ich mit meinen Schultern da durchpasse. Und ich gehe nicht dieses weite Tor vergoldet mit Glitzer, Steinen, Diamanten und allem und einem frohlockenden Ruf und eine vergoldete Straße, sondern ich quetsche mich durch diese dreckige Tür auf diesen dreckigen Pfad und ich gehe diesen schmalen Pfad auch mit dem Risiko, dass ich links oder rechts abstürze. Aber ich fühle, es gehört zu mir, es ist ein Stück Wahrheit, es ist Aufrichtigkeit, es ist Wahrhaftigkeit, es ist ehrlich und es ist gerecht, dass ich diesen Weg gehe. So viel zum Thema Gerechtigkeit. Und gleich mache ich hieraus ein Video. Es ist jetzt viel länger geworden, als ich ursprünglich dachte. Aber ich habe Bock dazu. Und jetzt muss ich erstmal essen. Also
Shalom. Ja, so ist es. Es ist schön, sich geistig zu beschäftigen, kann ich sagen. Wirklich. Und über unseren Tellerrand des Lebens hinausblicken und hinausschreiten. Wir sind nicht nur hier so eingeengt in unserem Leben, sondern wir sind auch da draußen in der Weite. Okay.